Wir sind Ole und Becky und seit Anfang 2024 sind wir für unser Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland. Auf unserem Kanal nehmen wir euch mit auf unsere ganz persönliche Reise und zeigen euch Eindrücke von diesem wunderschönen Land und unserem Alltag auf Reisen. Vier Wochen warteten wir auf die Übergabe unseres Vans. Die Zeit bis dorthin überbrückten wir mit Woofing. Anders als geplant begaben wir uns nach dem Kauf unseres Vans doch noch nicht direkt auf die erste Reise durch Neuseeland. Stattdessen blieben wir noch weitere 2 Wochen bei unseren neu gewonnenen Freundinnen in der Nähe von Christchurch, um zu arbeiten. Ole als Handwerker und ich als Betreuerin für einen jungen Mann. Natürlich ließen wir uns trotzdem nicht nehmen, während der Arbeit auch etwas die Umgebung zu erkunden. Aber nach nun circa 6 Wochen in der Umgebung von Christchurch war es nun wirklich so weit, dass wir Bock haben, wirklich jetzt im Van einzuziehen und vor allem auch loszureisen. Bevor es dann wirklich losgehen konnte, hatte Ole noch eine Aufgabe, und zwar die Restauration und das Einbauen eines alten Fensters. Montageparade. Und als das getan war, ging es wirklich los. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen zum vorerst letzten Mal aus unserem zweiten Zuhause quasi hier in der Governor's Bay. Wir waren ja nun doch viel länger als je gedacht hier in der Nähe von Christchurch. Ich glaube, wir beide sind davon ausgegangen, dass wir dort ankommen und dass wir dort unsere organisatorischen Sachen regeln und dann aber auch relativ bald weg sind. Und jetzt am Ende waren wir wirklich, was haben wir heute für einen Tag? Es war auf jeden Fall schon der 14. Februar. Der ist schon ein paar Tage her. Ich glaube, heute ist sowas wie der 20. Februar oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir schon mindestens 1,5 Monate. Ha? Ja, wir sind schon über 1,5 Monate hier in dieser Region. Das ist schon krass. Wir hatten eine wundervolle Zeit. Aber jetzt ist es wirklich Zeit abzureisen. Und sind am Vorbereiten, sind langsam schon am Tschüss sagen. Wir werden auch relativ bald schon mal wieder zurückkommen. Es ist ein gutes Gefühl, heute loszufahren und dann Richtung Festival. Woo! So, jeder Stauraum ist bis zum letzten Millimeter genutzt. Tja, dann hoffen wir da mal rauf, dass das alles hält, ne? Ich glaube, wir haben jetzt bestimmt fast 80 Kilo nur Wasser mit. Unsere Jobs sind beendet. 2 Wochen waren wir fleißig. Haben, glaube ich, ganz gut verdient. Ich habe mein Geld immer noch nicht, aber morgen hoffentlich endlich auf dem Konto. Und Ole hat ordentlich Cash gemacht. Bye bye Caravan. Bye bye wunderschöner Garten. Hühner. Die Schafe sieht man jetzt gerade nicht. Ach ja, wir hatten wirklich eine wundervolle Zeit hier. Das kann man nicht anders sagen. Ciao, ladies, and much love. Ciao. Jetzt haben wir einen Van und es ist Bam Bam. Auf Richtung Norden. Golden Bay. Also los geht's. Haben uns gerade von allen verabschiedet. Nochmal eine big Box of Chocolate bekommen von unseren Ski Universe Mädels.
Wirklich. Wenn ihr jemals in Neuseeland sein solltet, Ski Universe Chocolate. holt euch diese Schokolade. Hazelnut Heaven ist Hazelnut Heaven ist die beste Schokolade. Und davon haben wir jetzt die ganze Box. Wir wurden gerade so lieb verabschiedet. Und ja, jetzt freuen wir uns, dass ein neuer Abschnitt unserer Reise beginnt. Ja. Und ihr kommt mit. Hello again. Wir sind jetzt natürlich schon unterwegs, aber ich wollte noch mal ergänzen, was wir die letzten 2 Wochen überhaupt gemacht haben. Wir haben hier uns aufgeteilt. Ich habe einen jungen Mann mit Down-Syndrom 2 Wochen lang betreut. Und ich habe während der Zeit mich querfeldein beworben in Facebook-Gruppen. Und da war unter anderem Landscaping bei. Ich habe ein Fundament mit einem Rahmenaufbau von der Garage gemacht. That's it. So haben wir die letzten 2 Wochen verbracht. Genau, und weiterhin im Van und Caravan gelebt. Auf dem Grundstück der Community und ja, Wunderschönes Grundstück von der Community. Und auch wirklich sehr herzliche Menschen. tolle Frauen. Ja, jetzt geht's ab. Peace. Ich glaube, das sind deine Lieblingsriegel, die du da gleich geholt hast, oder? Ja klar, ja klar. Wir sind irgendwie kurz vor Hamner Springs. Ja. Da gibt es so thermale Quellen. Ja. Wir sind jetzt kurz vor den Alpen, die wir heute eigentlich auch noch erklimmen wollen. Aber mal gucken. Erstmal halt mit Hamner an, da gibt es erstmal einen Kaffee. You will see. Alles ganz entspannt. Ja, wir haben nämlich genug Zeit. Hamner Springs Junction, mate. Nachdem wir nun einen Tramper mitgenommen haben nach Hamner Springs, einkaufen waren und uns ein bisschen ausgeruht haben, geht es auch schon wieder weiter. Ja, Kaffee und ein bisschen was gefuttert. Ne? Genau. Wir fahren jetzt noch weiter nach Springs Junction und suchen uns dort einen schönen Ort zum Schlafen. Ulla hat irgendwas schon rausgesucht. Nee, ich habe schon was gespottet von oben. Wow! Dafür haben wir die Lady natürlich ausgewählt. Okay, Anlauf Nummer 2. 4x4-Track. Ich glaube nicht, dass wir hier auf unsere Post zukommen, aber ich glaube, als erste Medium Camping ist Na, was sagt der Experte? 90%, 95% gerade, oder was? Angekommen am ersten so richtigen Stellplatz. Also
Ich meine damit, wir haben schon ein paar Mal im Van geschlafen, aber das ist jetzt das erste Mal, dass wir einen Stellplatz haben auf einer Reise, wo wir erstmal wirklich unterwegs sind. Und das hier wird unsere erste Nacht sein. In den Bergen, am Fluss. Weiß ja wer kalt ist. Ist ja kalt? Frostgürtel. Nicht gut. Ja, ist echt so. Mal, was der da für eine Farbe hat, der Fluss. Also, ich glaube, wir lieben es jetzt schon, unterwegs zu sein. Nicht mehr einen festen Standpunkt zu haben, sondern jetzt wirklich unterwegs zu sein, frei zu sein, zu erkunden. Ja. Erster Fotoshooting mit dem Auto. Oh. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Vor allem, Hier. die schmecken wie Hazel Heaven, ne? Das sind die. Bloß in einer anderen Form. Ist halt so wie Rocher. Ja. Bloß besser. Ja. Und die zerschmelzen in eurem Mund. Oder man kaut sie. Das sieht jetzt hier bestimmt aus wie so Werbung. Aber nein. Einfach nur, weil wir es nicht fassen können. Wie lecker. Lass mal hier noch ein bisschen Stückchen. Wenn du jetzt hier nicht noch irgendwas machen willst, würde ich gerne noch mal da hinten spazieren. Dann fahre ich hier langsam, du kommst hier langsam um die Ecke und dann siehst du mich, wie ich über dieses Ding da so rüberfahre. Über diese... Ein Autofreak. Oder holt jetzt den Van, den wir parken nochmal um. Wir haben eine Stelle gefunden, die wir noch besser finden, um dort zu übernachten. Und zwar dort, unter dem Baum. Stehen wir gerade? Eigentlich, oder? Meinst du? Da musst du. Ich glaube, wir stehen zu sehr nach links gedingst, oder? Nach links, so leicht nach Abschüsse. Ja. Stehen wir schief oder nicht? Schief oder nicht? Jetzt kommen hier wirklich die Profi-Tricks. Sowas ist sein Spezialgebiet. Stellplätze finden, schöne Orte finden und vor allem das Auto gerade stehen lassen. Schieb ich den Stein oder bin ich Du drauf? stehst drauf. Echt? Du stehst genau drauf. Echt? Echt? Ich finde, wir stehen. Am Spot der Liebe angekommen. Irgendein Flussbett, was auf jeden Fall nicht überflutet wird über Nacht oder beziehungsweise geschwemmt wird von Regenwasser. Da gibt's ja die Vegetable. Good morning! Die ersten Moskitos sind offen. Guten Morgen von unserem allerersten Spot auf der großen Reise. Ersten Reise zumindest. Wahrscheinlich werden es ja viele kleinere Reisen hier, weil wir mal wieder zwischendurch arbeiten. Mal schauen, aber
Jetzt ist es auf jeden Fall das erste richtige Unterwegssein. Ole macht jetzt Frühstück. Ich zeige euch ein bisschen, wie es hier aussieht. Wir sind auf jeden Fall total alleine. Das Einzige, was man hin und wieder mal hört, ist ein Auto. Hier hinter den Bäumen ist die Straße. So many times I've stranded, a castaway on unknown shore. Though stranger in this continent, It's a beautiful day! always Extra für euch die GoPro installiert, damit wir noch mehr Videos während der Fahrt machen. Vielleicht hätte sie auch weiter nach rechts gemusst. Alter, das Zeug wäre auch bombenfest. Basinga. Super. so many times I've stranded. Und nach einem entspannten Morgen am Fluss sind wir jetzt wieder unterwegs und zwar Richtung Maruia Falls. I'm always in bloom for you. We have arrived! Also Ole und ich haben gerade schon gesagt, wenn wir dieses Auto hier als Camper hätten, dann würden wir verrückt werden. Und ist das ja schon im Van teilweise zu eng. Naja, aber das geht auf jeden Fall. Ihr müsst aber auch dazu wissen, Becky verdient ja auch hier damit ein bisschen Geld. Und macht auch ganz viel Schmuck nebenbei noch. Für die ganzen Shows, die Becky macht. Ja. Da sind auch 1000 Outfits bei, die müssen auch alle mit. Deswegen ist das jetzt hier rechts runter. Best View. Ja, na dann wollen wir hier lang. Alter, check that. Das ist eine sehr schöne Farbe auf jeden Fall. Ich würde sagen, da gehen wir mal hin. Wir sind an den Waterfalls angekommen und ja, es ist magisch. Hier gibt es noch einen anderen Weg. Only Kajakers. Aber wir sind ja professionelle Kajakers. Hier, das ist das Kajak, dieses runde Ding. Ein Reifenkajak ist das. Setzt Becky sich jetzt gleich rein. Und dann geht es ja richtig steil runter, so wie hier. Only for Kajakers. Mit Kajaks macht sich das richtig gut. Kann man denn hier voll beladen runter? Wasserfarbe und diese Naturgewalten hier so zu sehen, wie das Wasser hier durch die ganzen unterschiedlichen Steine durchschlängelt. Wahnsinnig schön. Wir haben uns hier so einen Spot gesucht, wo man auch wirklich oben drauf über die Steine hüpfen kann.
Maruja Falls. Was ist dein Fazit? Kann man auf jeden Fall anhalten. Ja, kurz wirklich. und knackig. Schöner Wasserfall. Mega schöner Wasserfall. Oben auch. Und Aber genau, den seht ihr Geheimweg gehen, hinterm Klohäuschen entlang, der nur für die Rafter ist. Da wird's richtig schön. Ein Zugang für die Kajaker. Ja. Da kannst du auf jeden Fall besser. Genau. Und wir haben jetzt hier auch jemanden gesehen, der ist ein paar Mal von da oben mit seinem kleinen Boot runtergesprungen. Krass. Krass, das könnte ich niemals machen. Beeindruckend. So, wohin fahren wir jetzt? Richtung Nelson. You can see a little sweet cat. After a walk to the waterfalls, I need some sugar. So, hello. Ist jetzt nicht der Nikau Palm Tree Track, sondern der Skyline Walk. Becky geht voran, Ole hält die Stellung hinten. Ist schon eine kleine Steigung. Ich hoffe, es geht jetzt nicht nur, obwohl eigentlich, wenn der Name schon sagt Skyline, eine Stunde so. Ja. Ich bin gespannt. Das ist einfach so schön. I think we are close to the skyline. Amazing! Hölle! Ja, Alles meins! Alles meins! Na klar. Oleg hat eine Banane mitgenommen. Dieser Vogel war so lustig, der da am Auto war. Der sah aus wie ein Kiwi, ne? Ja, ich hab's zwischendurch auch gegoogelt. Ja, es war keiner viel zu groß. Ja. Aber der war irgendwie frech. Der hat Hunger. Der hat Hunger auf Chappi Chappi. Rückblickend klingt es für mich sehr lustig, wie wir über das erste Weka, das wir gesehen haben, sprachen. Nicht nur wir hielten es im ersten Moment für einen Kiwi, weil es irgendwie aussieht wie eine Kreuzung aus Kiwi und Huhn. Auch viele andere Reisende erzählen von dem gleichen Erlebnis. Wekas gehören zu einer Neuseelandreise genauso wie Sandflies oder das regelmäßige Staunen über wunderschöne Orte. Diesen neuseeländischen flugunfähigen Vogel trifft man sehr häufig, denn sie wissen, bei den Menschen findet sich immer etwas zu essen. So schleichen sie ständig um dich oder dein Auto herum und sehen dabei einfach so unglaublich frech und lustig aus. Dennoch darf man sie echt nicht unterschätzen, denn passt du einmal nicht auf, springen sie ins Auto und zerpflücken alles, was sie finden können. Becky setzt gerade die Theorie, dass das ein Riesenschachbrett ist. Ja, ich finde auch diese Bäume sehen aus, diese einzelnen Bäume sehen so aus wie diese Spielfigurenbäume. Von der Modelleisenbahn. Ja, zum Beispiel. Und deswegen sieht irgendwie diese brachialen Berge hier und dann so ein... Brachial, wer hat die denn diese? Diese fetten Berge hier und dann diese grünen Felder hier. Ja,
flach. Jetzt muss man überlegen, Pigeon Bay war sowas, aber da war statt der Grünfläche Wasser. Oder was heißt Pigeon Bay? Banks Peninsula. Und da war Pigeon Bay eine von diesen Buchten. Hier ist noch eine, da hinten ist wahrscheinlich dann die nächste. Ja. Müssen wir mal hier rumlaufen. Da hinten ist ja noch ein kleiner Restweg. Lass das mal machen. Mausi fragt mich gerade, ob man irgendwas essen kann. Das ist ein Brombeeren, ja. Ja, die will noch nicht. On the way back zum Auto muss man natürlich diesen ganzen steilen Weg auch wieder runter. Also unser gestriges Ziel war für heute ja auf jeden Fall in der Gegend, in der wir geschlafen haben, auch noch ein bisschen Erkundungen zu unternehmen. Ich würde mal sagen, wir haben es gut geschafft, weil jetzt sind wir in der Nähe von, blende ich mal hier ein, weil ich habe keine Ahnung, irgendwas mit M. Da konnten wir gerade drauf runter gucken. Genau, und wir haben jetzt 2 von 3 Sachen, die ich gestern über Google Maps rausgesucht habe, gemacht. Eben diese Wasserfälle und jetzt diesen Skyline Walk. Ole, sag mal, wie du den fandest. Ja, kurz und knackig. Klar ist der Marsch nach oben anstrengend und runter auf, aber man geht natürlich auf den Gipfel des Hangs oder der Berge hier. Aber es lohnt sich. Also für mich war er gut, aber jetzt nicht wow. Also stimme ich jetzt. Er war nice, auf jeden Fall. Und wir hatten auch eine tolle Aussicht. Waren auf jeden Fall auch schon coolere dabei. Ja. Trotzdem sehr schön. Haben Märzene entdeckt. Guckt euch diesen Baum an hier. Ah, der ist auch schon tot, sehe ich gerade. Ja. Da sieht man das. Und hier sieht man die Becky. Da ist das Ende. Ich möchte euch einmal dieses Auto zeigen, das hier tankt. Hey mate! I just have to tell you. Ich liebe zu Autos. Ne? Can I take a picture? Und darfst ein Foto machen? Ich weiß nicht. Can I take a picture of it? Yeah, no worries, mate. Damn, check that. Popular they are. Oh, they were very popular here in New Zealand. They're English. Bedford. Yeah. Nice. I like the blend here, the Sun visor. Yeah. fucking hell. And really good condition, nice balloon tires. Ah, in the back you have mud tires, in the front is the original, huh? No, the one has normal all around, I think. Oh. But bigger on the back and dual wheels. I think he's really capable in the off-road, huh? Oh, yeah. Thank you They're very, not too bad. thank you very much. Was ist denn hier gerade los, so, ne? Ja, hier hat sich irgendwie der Kontakt gelöst von dem Kühlschrank und jetzt versuche ich das gerade hier wieder in Gang zu kriegen. Aber er will nicht so richtig, wie ich will. Wir stehen hier irgendwo in so einer Straßenbucht. Versuchen wir das Ganze nochmal. Also hier ist ja nichts abgebrochen an dem Ding. Das heißt, es kann hier nur so raufgesteckt werden. Das Ding hier ist irgendwie nur eine Brücke. Um den Stecker hier, vielleicht ist es... Aber der funktioniert ja. So über einen Zigarettenanzünder funktioniert es, aber eben nicht so wie vorher. Ich vermute einfach, der nicht genügend Saft hat, beziehungsweise wenn man ihn hier so raufsteckt, guck, dann müsste er ja eigentlich so zusammenbleiben. Deswegen wollte ich den Kleber gerade haben. Und? I don't know why. Können wir die Luke da gleich aufmachen? So, Ole hat das Problem gefunden. Ja. Ich habe da fast ein Major Problem draus gemacht. Jetzt hast du das Ding aus Versehen kaputt gemacht. Dieses Sandflies. Das ist mein Job. Die Klappe aufhalten. Nicht die Klappe halten, sondern die Klappe aufhalten. Wuhu! Elektronik Oleg. Sie geht wieder. Ja, war es doch nur eine Sicherung. Guck mal hier, was ich schon alles ausgeholt hatte. Ich habe hier schon ein neues Kabel gezogen.
diesem ereignisreichen Tag, im Wasserfällen, Skywalk, Hiking Session, haben wir hier einen richtig geilen Spot gefunden. Unten hat uns der Stein noch geholfen, damit wir heute auch gerade schlafen. Becky ist jetzt noch fleißig. Die hat nämlich am Wochenende einen Auftritt. Und ja, dann genießen wir noch das Sunset und starten dann morgen weiter Richtung. Wo fahren wir morgen hin? Ja, die Motueka. Hier nochmal einen kleinen Viewy, wie man so schön sagt. Hier sollte man auf jeden Fall auch nicht zu dicht an diese Hochkante fahren, weil das ist alles nur so Geröll. Kleine Planschparade. Fein, du, fein. Wow! Nachdem wir nun unsere ersten Reiseerfahrungen auf der wunderschönen Südinsel sammeln konnten, ging es immer weiter Richtung Norden. Unser Ziel, die Golden Bay bzw. Takaka, denn hier sollte unser zweites Festival in Neuseeland stattfinden, das Yatra Festival. Und wenn ihr ein Festival hier in Aotearoa in einem wunderschönen Tal im Norden der Südinsel sehen wollt, dann schaut doch einfach beim nächsten Mal vorbei, denn wir nehmen euch gerne mit. Wir freuen uns auf euch. Ganz liebe Grüße von Ole und Becky.